Stephen Playbill und Alicia Gorsey lernten sich 1995 in einem Chatroom kennen. Zu dieser Zeit lebte Stephen bei seiner Mutter in New York und war ein sehr zurückhaltender Typ. Ehemalige Klassenkameraden erinnern sich an ihn als den Typen, der immer die gleiche Strickjacke trug und eine Zielscheibe für Rüpel war. Er war ein seltsamer, sehr ruhiger Typ, außer wenn Freunde um ihn herum waren. Alicia lebte mit ihren Eltern in San Antonio, Texas. Sie erzählte, wie Stephen ihr den Hof machte und wie er vor ihrer Haustür auftauchte, nachdem er quer durch das Land gereist war, um sie kennenzulernen. Ihre Beziehung entwickelte sich zu mehr als nur zu SMS und gemeinsamen Treffen. Alicias Eltern missbilligten die Beziehung, fühlten sich aber aus irgendeinem Grund hilflos einzugreifen. Stephen überredete Alicia, von zu Hause wegzulaufen, und sie gingen nach New York City. Bald darauf wurde Alicia schwanger. Es dauerte nicht lange, bis Alicia Stephens dunkle Seite erkannte. Er war nicht nur ein Einzelgänger, sondern auch ein temperamentvoller, kontrollierender und gewalttätiger Mann. Allzu schnell fand sich Alicia von ihrer Familie isoliert und in einem Kreislauf von missbräuchlichen Beziehungen gefangen, aus dem sie nicht entkommen konnte. Während ihres gesamten gemeinsamen Lebens war das Mädchen ständigen Beleidigungen und Misshandlungen ausgesetzt. Die Geburt ihrer Tochter, die den Namen Denise erhielt, trug nicht zur Verbesserung der Situation bei. Während Alicia ihre Tochter liebte, nahm Stephen sie nur selten in den Arm und weigerte sich, sie zu füttern oder zu wickeln. Noch beunruhigender war, dass er durch das Weinen seiner Tochter in unkontrollierbare Wut geriet. Wenn Denise zu weinen begann, nahm er sie in die Arme und legte sie in eine kleine Kühlbox, die er manchmal sogar verschloss. Stephen war sich bewusst, dass er seine Tochter auf diese Weise töten konnte, aber das störte ihn nicht im geringsten. Der Mann zwickte seine Tochter, bis ihr Körper schwarz und blau anlief. Er hielt ihr den Mund mit der Handfläche zu, wenn sie zu weinen begann. Es gab noch andere, noch grausamere Dinge. Alicia sagte, dass ihre Tochter, als sie etwas älter wurde, eine besondere Angst vor Stephen hatte. Alicia traf schließlich die Entscheidung, das Kind zur Adoption freizugeben. Sie sagte ihrer Familie, dass sie mit der postpartalen Depression nicht zurechtkam und einfach nicht bereit für eine Tochter war. Denise wurde von einem liebevollen und glücklichen Paar, Anthony und Kylie Faska, adoptiert, die sie Katie nannten, und ihr eine neue Chance auf ein glückliches Leben gaben. Anthony war ein Angestellter der staatlichen Strafvollzugsbehörde und Kylie war Sekretärin. Das Paar führte ein bescheidenes Leben. Sie zogen Katie zusammen mit ihrer leiblichen Tochter auf. In der Zwischenzeit verspürte Alicia ein tiefes Gefühl des Bedauerns und des Verlusts. Sie fühlte sich abhängiger denn je von Stephen und willigte 2006 ein, ihn zu heiraten. Sie redete sich ein, dass er sich ändern könnte und träumte von einer perfekten Familie. Stattdessen entwickelte sich das Leben mit Stephen zu einem wahren Horrorkabinett. 9 Jahre nachdem aus Denise Katie Fuska wurde, bekamen Alicia und Stephen eine weitere Tochter, 5 Jahre später eine dritte. Stephen war zwar immer noch unberechenbar, aber seine Erziehungsarbeit war bereits besser geworden. Die Familie zog nach Henrico, Virginia um. Stephen war nicht in der Lage, einer Arbeit lange nachzugehen, so dass Alicia gezwungen war, mehrere Jobs anzunehmen. In seinen Wutausbrüchen warf er Möbel um und schlug Löcher in Wände. 2-mal schlug er die Katze eines Nachbarn, nachdem er sie in seiner Garage gefangen hatte. Beim 2. Mal schlug er sie zu Tode, bevor er sie in eine Tüte steckte und in die Mülltonne warf. Er hatte genug Zeit, um eine Besessenheit für Schusswaffen zu entwickeln und eine ganze Sammlung zu erwerben. Alicia tat ihr Bestes, um ihre Kinder zu beschützen, aber wegen der langen Arbeitszeiten war sie gezwungen, sie bei Stephen zu lassen. Eines Tages fand sie ihre Tochter in der Badewanne, die Füße nass von Urin und zitternd vor Angst. Das Mädchen hatte dort stundenlang gelegen, zur Strafe dafür, dass es nicht rechtzeitig auf die Toilette gegangen war. Die Frau unternahm zahlreiche Versuche, von ihrem Mann wegzukommen, aber er drohte ihr das Leben zu nehmen. Alicia fühlte sich gefangen. Als sie im August 2015 von ihrer ersten Tochter Denise, die jetzt Katie heißt, eine Freundschaftsanfrage in den sozialen Medien erhielt, war das wie ein Geschenk des Universums. Alicia war begeistert, als sie erfuhr, dass ihre älteste Tochter bei einer guten Familie lebte. Katie kümmerte sich um streunende Katzen, war künstlerisch begabt und in der Schule für ihre beeindruckenden Comics bekannt. Katie schrieb in ihrem Blog über ihre Liebe zur Kunst. Auch für ihre Zukunft hatte sie ehrgeizige Pläne. Nach der Highschool wollte sie ein Community College besuchen
und anschließend an der State University of New York digitale Werbung studieren. Das Leben wäre perfekt gewesen, wenn es nicht ein kleines Problem gegeben hätte, auf das sie gestoßen wäre. Katie hatte schon lange den Wunsch, herauszufinden, wer ihre biologischen Eltern sind. Im Sommer 2017 beschloss sie, auf Facebook-Seiten nach ihnen zu suchen und fand sie auch bald. Zu ihrer Überraschung fand sie heraus, dass ihre Eltern noch zusammen waren und sie 2 leibliche Schwestern hatte. Sie schienen eine glückliche Familie zu sein und antworteten freudig auf ihre erste Nachricht, in der sie sich vorstellten. Katie und ihre Eltern begannen, regelmäßig miteinander zu kommunizieren, und sie plante, nach Henrico zu reisen, um sie zu treffen. Kurz nachdem Katie ihren Highschool-Abschluss gemacht hatte, kam die Familie wieder zusammen. Es war ein Moment unbändiger Freude für Alicia, die 18 Jahre lang Katies Geburtstag gefeiert hatte. Die Kommunikation ging weiter, und nachdem Katie zu ihren Pflegeeltern zurückgekehrt war, machte sie eine schockierende Ankündigung. Anstatt aufs College zu gehen, beschloss sie, zu ihren leiblichen Eltern zu ziehen. Anthony und Kelly waren traurig und beunruhigt, aber Katie war 18 Jahre alt und sie hatten keine andere Wahl, als sie gehen zu lassen. Vielleicht hätten sie den Gründen für ihren plötzlichen Sinneswandel nachgehen können, aber sie taten es nicht. Ein paar Monate später bemerkte Alicia eine beunruhigende Veränderung bei Steven. Der 41-jährige Mann interessierte sich plötzlich sehr für sein Äußeres. Er kaufte sich neue Kleidung, rasierte sich den Bart ab und ließ sich die Haare im Stil von Männern im gleichen Alter wie Katie wachsen. Alicia vermutete, dass er wie ein cooler Vater aussehen wollte, um seine älteste Tochter zu beeindrucken. Aber das war nur das erste von vielen Warnzeichen. 20 Jahre lang hatte Steven Alicia gedroht, wenn sie daran dachte, ihn zu verlassen. Jetzt wäre er froh, wenn er sich von ihr trennen könnte. Kurz nachdem sie Katie kennengelernt hatten, schliefen die beiden in getrennten Zimmern und dachten an Scheidung. Alicia war zu sehr auf die Ankunft ihrer ältesten Tochter konzentriert, um das Verhalten ihres Mannes zu hinterfragen. Sie war begeistert von der Aussicht, die Mutter-Tochter-Beziehung wieder aufleben zu lassen. Schon wenige Wochen nach dem Umzug wurde jedoch deutlich, dass Katie auf etwas ganz anderes fixiert war. Während Alicia ständig auf der Arbeit war, verbrachte Katie Zeit mit ihrem Vater. Es entwickelte sich eine enge Bindung zwischen Vater und Tochter, und Alicia begann zu glauben, dass Steven Katie gegen sie aufbrachte. Eines Nachts, etwa 6 Wochen nachdem Katie bei ihnen eingezogen war, entdeckte Alicia, dass Steven begonnen hatte, auf dem Boden von Katies Schlafzimmer zu schlafen. Sie und Steven hatten einen Streit und er rannte aus dem Haus. Es ist schwer zu verstehen, warum Alicia immer noch nicht erkannte, was wirklich vor sich ging. Alicia warnte Katie vor der dunklen Seite des Charakters ihres Vaters. Ihre Mutter hatte ihr von den Misshandlungen durch ihren Vater erzählt, als sie noch sehr jung war. Zu ihrem Erstaunen wischte Katie das Thema einfach beiseite. Alicia war bereit, aus dem Haus auszuziehen. Sie hatte das Sorgerecht für ihre beiden jüngsten Töchter erhalten und hoffte, dass Katie sich ihr anschließen würde. Die Frau war schockiert, als sie erfuhr, dass Katie beschlossen hatte, bei ihrem Vater zu bleiben. Sie hatte keine Ahnung, was sie in den kommenden Monaten herausfinden würde. Im Mai 2017 kamen Alicias Töchter von einem Wochenendausflug mit Steven und Katie zurück. Als sie die Tasche ihrer Tochter auspackte, stieß sie auf einen Tagebucheintrag, der ihr den Boden unter den Füßen wegzog. Er handelte von der Beziehung zwischen ihrem Vater und ihrer älteren Schwester Katie. Er lautete: Katie ist meine große Schwester und ich liebe sie sehr. Ich mag auch, dass sie dünn ist. Aber wie kommt es, dass sie schwanger wurde? Und mein Vater nennt sie sein kleines Mädchen. Hat er sie schwanger gemacht? Mein Vater sagt sogar, sie sei meine Stiefmutter. Aber er will nicht einmal, dass ich sie meine Schwester nenne. Wahrscheinlich ist sie jetzt seine Frau. Katie schmeißt mich manchmal aus dem Haus. In dem Tagebuch befanden sich auch Zeichnungen, auf denen Steven als Satan dargestellt wurde. Auf der nächsten Zeichnung rannte das Mädchen vor ihrem Vater weg und darunter stand geschrieben: Wenn Daddy Satan ist und Katie ein Mensch, wird das Baby als halber Dämon geboren werden. Die Erkenntnis, dass Steven Katie verführt hatte, erschreckte Alicia. Sie hatte schon lange den Verdacht, dass Steven ihre Tochter gegen sie aufbringt, aber nicht einmal in ihren Albträumen hätte sie sich vorstellen können, dass Steven eine sexuelle Beziehung zu ihrer Tochter haben würde. Alicia wurde schlecht, das war zu viel für sie. Sie wurde hysterisch und rief ihren Mann an, um ihn zu fragen, ob Katie wirklich mit seinem Kind schwanger sei. Steven antwortete, dass er dachte, sie wüsste schon lange Bescheid und dass sie ineinander verliebt seien. Alicia begann Steven anzuschreien und zu beschimpfen
und rief dann die Polizei. Während der Ermittlungen befragten die Beamten die beiden jüngsten Töchter von Stephen, aber es kam zu keinen unmittelbaren Verhaftungen. Alicia hoffte, dass die Ermittlungen zur Verhaftung ihres Mannes führen würden. Doch am 20. Juli 2017, während die Ermittlungen noch liefen, heiratete der 43-jährige Stephen Plable seine 20-jährige Tochter Katie Plable. Die Ehe hätte illegal sein müssen, aber Stephen behauptete, sie seien nicht verwandt. Katie trug ein enges schwarzes Kleid, das ihre Schwangerschaft betonte. Bei der Hochzeit waren Stephens 72-jährige Mutter Grace und, was am erstaunlichsten ist, Katies Adoptiveltern anwesend, die die Situation akzeptierten, da sie bereits im 7. Monat schwanger war. Die Bilder zeigen sie lächelnd an der Seite ihrer Adoptivtochter und ihres biologischen Vaters, der sie verführt hat. Wie um alles in der Welt konnte das geschehen? Warum hat Katie seine Annäherungsversuche akzeptiert, obwohl sie wusste, dass er ihr Vater war? Nachdem sie das Gesetz erfolgreich umgangen hatten, vollzogen sie ihre Ehe und zogen in ein anderes Haus. Dort begannen sie, als Mann und Frau zu leben. Katie brachte am 1. September 2017 ihren Sohn Benito zur Welt, aber das glückliche Leben der Familie währte nicht lange. Stephen und Katie wurden im Januar 2017 verhaftet, weil sie eine nahe Verwandte geheiratet hatten. Einen Monat später wurde Stephen gegen eine Kaution von $28.000 und unter der Bedingung freigelassen, dass er keinen Kontakt zu Katie haben dürfe. Katie wurde ebenfalls gegen Kaution freigelassen und sollte zu ihren Pflegeeltern in New York zurückkehren. Stephens Mutter erhielt das Sorgerecht für Benito. Diese umstrittene Beziehung sorgte für Schlagzeilen. Stephens Anwalt gab eine Erklärung ab, in der er erklärte, dass sein Mandant seine Tochter nie zu einer Beziehung mit ihm gedrängt habe. Währenddessen versuchte Katie, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Jeden Dienstag und Donnerstag putzte sie das Haus ihrer Großmutter. Sie hatte viel freie Zeit und begann darüber nachzudenken, ob die Entscheidungen, die sie in Bezug auf Stephen getroffen hatte, richtig waren. Am 11. April rief sie Stephen an und sagte ihm, dass sie die Ehe beenden wolle. Sie hoffte auf ein schnelles Ende und wollte ihren Sohn in einer gesunden Familie großziehen. Katie wusste nicht, mit wem sie es zu tun hatte. Als wiederholte Versuche, sie umzustimmen, scheiterten, schmiedete Stephen einen anderen Plan. Am Donnerstag, dem 12. April 2018, fuhren Anthony Fasker und seine Adoptivtochter Katie in einem schwarzen Pickup von ihrem Haus zum Haus ihrer Großmutter, in deren Haus Katie putzte. Ohne ihr Wissen wurden sie von einem Mann beobachtet. Sobald sie aus der Einfahrt fuhren, folgte er ihnen und begann, sie genau zu verfolgen. Dann hielten sie an einer Kreuzung an. An diesem Morgen waren nur wenige Autos unterwegs und mehrere Zeugen sahen zufällig, wie ein Lieferwagen neben dem Pickup vorfuhr und ein Mann das Fenster öffnete. Dann zog der Mann ein Gewehr heraus und gab Schüsse in das Innere des Pickups ab. Als Polizeibeamte am Tatort eintrafen, fanden sie die Leichen des 56-jährigen Anthony Fask und der 20-jährigen Katie Plable, die sich angeschnallt im Fahrzeug befanden. Sie waren sofort tot. Der Kleinbus wurde bald darauf an der Staatsgrenze geborgen. Auf dem Vordersitz war Leiche eines Mannes. Dieser Mann war Stephen Plable. In der Zwischenzeit hatte Grace Plable den Notruf gewählt. Die Polizei fuhr sofort zu der Adresse, die die Frau angegeben hatte. Benitos lebloser Körper wurde im 1. Stock des Hauses in einem Zimmer in einem Kleiderschrank gefunden. Er war erdrosselt worden. Am 11. April, nach einem Telefongespräch mit Katie. Stephen rief seine Mutter an und sagte, er würde seinen Sohn für ein Skype-Gespräch abholen. Das Gericht verbot Stephen jeglichen Kontakt zu seiner Tochter, nicht aber den Kontakt zu seinem Sohn, was Benito das Leben kostete. Er nahm seinen Sohn mit zu sich nach Hause, erdrosselte ihn und versteckte ihn in einem Schrank. Dann fuhr er 600 Meilen zum Haus von Anthony und Katie Fask. Stephen wusste, dass Tony und Katie an diesem Morgen zum Haus ihrer Großmutter fahren würden und wartete in seinem Lieferwagen, nachdem er einen Hinterhalt gelegt hatte. Während der Fahrt rief Stephen seine Mutter an. Es war etwa 7 Uhr morgens. Er sagte, er habe beschlossen, Katie mit seinem Sohn zu besuchen und sei fast da. Um 8:45 Uhr rief Stephen seine Mutter ein letztes Mal an, um ihr mitzuteilen, dass er seinen Sohn getötet und Katie und ihren Vater erschossen hatte. Diese Morde erschütterten die Gemeinde bis ins Mark. Katie, Benito und Anthony wurden am 21. April beerdigt. Alicia schickte Blumen, weigerte sich aber, an der Beerdigung teilzunehmen, um die Aufmerksamkeit der Medien zu vermeiden.
Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.